Das hier war meine letzte und mit Abstand schönste Kitesurf-Session in Kapstadt. Doch bis dahin war es ein steiniger Weg, oder besser gesagt ein welliger Weg. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Südafrika. Die Unterkunft und Kiteschule, in der ich war, ist direkt vor dem Kitespot am Bluebergstrand. Und als ich dort ankam, sah ich halt auch direkt, was mich im Wasser so erwartet. Und zwar ziemlich große Wellen. Klar, für manche Leute sind das jetzt eher kleinere Wellen, aber für mich als nicht ganz so erfahrenen Kitesurfer war das schon so ein Anblick, bei dem ich ein bisschen Angst bekommen habe. Vor allem nachdem bei meiner letzten Kite-Session in Tarifa meine Leine gerissen ist. Also eigentlich kann ich ja schon alleine Kitesurfen, aber weil dieser Kitespot echt ein bisschen eine andere Liga ist, habe ich dann ein paar Lektionen gebucht und da habe ich direkt mal gemerkt, wie nice es eigentlich ist, wenn die Unterkunft direkt am Kitespot ist. Man muss einfach nur über die Straße laufen und direkt ist man am Spot und kann seinen Kite aufpumpen. Dann habe ich natürlich noch die Leinen dran gemacht und den Kite gestartet. So, und dann war es soweit. Das erste Mal Kiten am Bluebergstrand. Nur so nebenbei, ich wusste natürlich schon, dass das Wasser im Atlantischen Ozean mit 17 Grad ziemlich kalt ist, aber das hat sich echt viel kälter angefühlt, als ich erwartet habe. Ja, es gibt ja wohl auch einen Grund, warum kein einziger Mensch an diesem Strand baden geht, aber ich habe einen ziemlich dicken Wetsuit bekommen von der Kiteschule und dadurch war das dann nicht wirklich ein Problem während dem Fahren. Also bin ich ins Wasser gegangen, habe meine Füße ins Board gesteckt und bin einfach losgefahren. Ja, und die ersten paar Wellen habe ich eigentlich ziemlich gut überlebt, aber die waren auch nicht besonders groß. This shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. I was like, he's going for it. I was like, no, dude, sit around. Mein Kitesurf-Lehrer hat mir gesagt, dass ich den Kite nach oben lenken soll, bevor eine Welle kommt. Das Problem war dann aber, dass ich das meistens zu ruckartig gemacht habe und ich dadurch einfach abgehoben bin. Ja, und hier ist noch mein größter unabsichtlicher Sprung. Also so lange bin ich echt noch nie geflogen beim Kiten. Ist echt eine coole Sache. Ja, und ich freue mich schon mal auf das kontrollierte und absichtliche Springen, weil das Fliegen macht echt richtig Spaß, aber wenn das so unfreiwillig passiert, ist es schon ein bisschen komisch, aber ja. Da habe ich halt auch noch ein paar Toe-Side-Transitions probiert, die ich eigentlich kann, aber irgendwie hat das am Anfang überhaupt nicht geklappt und ja, ich habe wieder Meerwasser geschluckt. Ich bin dann auch immer wieder rausgegangen, um mich auszuruhen und habe dann auch richtig gute Tipps von meinem Kitesurf-Lehrer bekommen. Und dadurch ging das natürlich immer besser und besser. Einmal habe ich sogar unabsichtlich einen Kite-Loop gemacht. Das heißt, der Kite hat ein Looping gemacht und da hat er halt extrem viel Power und ja, ich bin einfach weggeflogen. Ja, natürlich habe ich bei der Aktion auch mein Board verloren und musste bei meinem episch langen Bodydrag in den Wellen nicht so leckeres Meerwasser trinken. Natürlich nicht absichtlich, aber das passiert halt einfach, weil man muss ja irgendwie auch atmen und ist da so im Wasser und ja. Und als ich mein Board dann endlich hatte, bin ich direkt wieder aus dem Wasser raus. Ich bin aber bei der Aktion richtig weit abgetrieben. Man könnte schon fast sagen, bis nach Afrika. Und wir mussten deswegen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ja, und dann habe ich wieder ein paar Tipps bekommen und dann ging es direkt wieder weiter. Je länger ich auf dem Wasser war, umso besser ging das alles. Also Spaß gemacht hat es sowieso, auch wenn es nicht geklappt hat. Es war einfach nur richtig geil. Und vom kalten Wasser hat man ganz ehrlich auch gar nichts gespürt. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass es schon ziemlich beängstigend ist, wenn man da aufs Meer rausfährt und einem einfach so eine riesen Welle entgegenkommt. Was dafür aber umso mehr Spaß macht, ist das Zurückfahren an den Strand. Da kann man nämlich so richtig auf den Wellen surfen und das ist auch gar nicht so schwer, wie gegen die Wellen zu fahren. Ja, das war so meine erste Session in Kapstadt und obwohl ich ziemlich Angst hatte am Anfang, habe ich mich dank meinem Instruktor immer sehr sicher gefühlt und am Ende haben sogar die Toe-Side-Transitions geklappt.
nächsten Video seht ihr dann, wie ich das erste Mal mit dem Waist Harness gefahren bin. Da ich bis jetzt immer nur mit dem Seat Harness gefahren bin und das Ding ist halt so ein bisschen wie eine Windel und nicht ganz so gemütlich für Männer vor allem, also ja. Und ihr seht dort auch die Fortsetzung von meinem Weg bis zu der besten Session meines Lebens. Also bleibt dabei und bis zum nächsten Video. Peace.